Hallo, hier ist wieder Petra Wolf. Schön, dass ihr da seid. Heute habe ich mir was sehr Interessantes überlegt, und zwar, wie fertige ich mir meine eigene Strukturpaste an. Das ist ganz easy und sehr, sehr interessant. Man kann die verschiedensten Strukturpasten selber kreieren und muss keine kaufen. Ich finde sogar, dass die selber gemachten Strukturpasten besser sind als die, die man kauft, ehrlich gesagt. Aber ich zeige euch das mal ganz genau. Ich habe verschiedene Zutaten herausgesucht, die du bestimmt auch zu Hause hast oder ganz einfach im Wald finden kannst oder beim Spazierengehen mit deinem Hund, sodass du so eine Strukturpaste auch wirklich einfach nachmachen kannst. Ich würde mich natürlich irrsinnig freuen, wenn ihr nicht folgt, sondern was? Abonniert, ja nochmal. Ich würde mich natürlich super freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mein Video liked. Dann wünsche ich euch jetzt einfach viel Spaß beim Video. Let's start. Eine Strukturpaste anzumischen ist wirklich total easy und macht total Spaß, und ehrlich gesagt muss man auch kreativ sein, weil man, oder beziehungsweise man ist dabei kreativ oder kann dabei kreativ sein, weil man alle möglichen Zutaten verwenden kann. Essentiell, was man braucht, ist ein Acrylbinder. Den gibt es überall zu kaufen, am besten im Künstlerbedarf. Im Grunde ist das eben die Substanz, die alles bindet. Das heißt, jetzt machen wir mal auf, das ist bestimmt wieder... Das gibt's so gar nicht. Alles klar. Also, Acrylbinder. So, und da braucht man jetzt halt auch nicht ganz genau. Man nimmt einfach mal so, ich zeige euch das jetzt auch. So schaut ein Acrylbinder aus. So eine weißliche Substanz. Daraus werden ja auch die Acrylfarben gemacht mit den diversen Pigmenten. Dieser Acrylbinder ist weiß, der trocknet aber dann durchsichtig auf. Und man kann mit diesem Acrylbinder die Strukturpaste machen, indem ich etwas dazugebe. Also jetzt kann ich das entweder so machen, ich kaufe mir, wenn ich schon mal im Künstlerbedarf bin, mir Acrylbinder gekauft habe, kann ich mir dann noch zum Beispiel Marmorgrieß besorgen. Das ist ziemlich grob. Also ich zeige das vielleicht auch hier ein bisschen. Das sind wie so ganz kleine Steinchen, ja. Das ist eine sehr grobe Körnung. Und wenn ich das natürlich jetzt hier in diesen Binder tue, habe ich mir auch gleich wieder angemalt. Also jedenfalls habe ich hier jetzt diese grobe Körnung. Und dann, das ist jetzt noch ein bisschen flüssig, ich kann das dann einfach wirklich so machen, wie mir das gefällt. Also ich kann eine sehr pastose oder eher eine flüssigere Paste anrühren. Es muss halt genug Binder da sein, dass er auch binden kann. Das heißt, dass ich dann auch eine schöne Paste habe, die dann auf meiner Leinwand, aber auch auf dem Karton oder so kleben bleibt. So, also jetzt habe ich was ganz Grobes zusammengemischt. Nehme ich da mal so eine Spachtel, ja. Das bleibt dann auch kleben. Es kommt halt jetzt darauf an, was für ein Kunstwerk du machen willst. Ob du so ein Element in deinem Kunstwerk haben willst. Also wenn du vielleicht zum Beispiel nur so ein Element haben willst, das du hervorheben willst, also zum Beispiel, keine Ahnung, eine Blume oder so, und du dann da so eine Struktur hast oder auch natürlich was Abstraktes. Ich liebe ja abstrakte Kunst, die einfach was kreierst und dann bemalst. So eine grobe Körnung würde ich jetzt nicht über das gesamte Kunstwerk geben und antrocknen lassen, weil das einfach für mich jetzt zu viel wird. Aber das kann man machen, wie man will natürlich. Das trocknet jetzt an und bleibt so. Das könnte ich dann bemalen, und das ist dann ein wunderschöner Bereich in meinem Kunstwerk, der durch Struktur hervorgehoben wird. Was wir noch verwenden können, ist jetzt das Bimsmehl, was ich euch gesagt habe. Da sollte man ein bisschen schauen, dass es nicht gar so staubt. Aber einatmen jetzt im besonderen Maße sollte man das nicht. Bitte eine Maske anziehen. Aber wenn ich jetzt mal so ein bisschen was mache, um das zu demonstrieren, brauche ich jetzt keine Maske. So, also wieder einfach Acrylbinder drauf, nach Gefühl, und dann mit der Spachtel ein bisschen mischen. So. Und es staubt auch nicht mehr, wenn ich einen Binder drauf habe, sondern nur davor. Und dann kann man nach Gefühl gehen. Das ist jetzt wie so ein Teig. Das merkt man, wie das kratzt. Ich weiß nicht, hört man das dann? Aber jedenfalls ist das echt ganz cool. Das kann man natürlich im Großen jetzt. Da kann man richtig große, schöne Flächen machen und hat also sozusagen eine tolle Strukturpaste. Jetzt habe ich hier nicht so viel. Da muss ich noch ein bisschen mehr machen, um das zu zeigen. Aber ich habe noch so viel, was ich zeigen will. Also hier so
Und das wird dann eben verstrichen. Wenn man jetzt ein bisschen mehr Bimsmehl dazu macht, dann ist es nicht so flüssig wie hier. Das muss man halt selber entscheiden, wie man es mag. Man kann auch in diese Struktur dann auch schon was rein zeichnen und was Tolles kreieren. Man kann mehr Bimsmehl dazugeben und dann ist die Struktur wieder fester und schaut anders aus. Und dann mache ich jetzt halt auch noch ein paar Linien rein, nur mal so zum Zeigen, wie cool das dann ausschaut. So, und jetzt probieren wir noch was Neues. Das habe ich auch schon mal gemacht und zwar mit Kaffee. Also Kaffee hat ja jetzt wirklich fast jeder zu Hause. Sonst kann man auch ganz ehrlich Tee nehmen. Also dann öffnet man den Teebeutel oder nimmt den losen Teesatz. Sollte halt schon gebraucht sein. Man kann alles Mögliche, kann man seiner Fantasie wieder mal freien Lauf lassen. So, wow, das schaut jetzt aus. Und dann nehme ich jetzt wieder kleinere Spachtel. Da geht das besser zum Vermischen. Ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen zu viel Kaffee genommen, aber ist eigentlich wurscht, das passt schon. Das ist Kaffeesatz, also kein frischer Kaffee, sondern Kaffeesatz. Es ist halt braun, ja. Also das ist aber eigentlich wurscht. Man kann ja Kaffeesatz auch bemalen. Deswegen braucht man sich da jetzt nicht abschrecken lassen. Da kann man natürlich auch so ganz tolle Figuren wieder machen und sich was überlegen. Das Wichtigste, es muss halt antrocknen. Wenn ich dann das auch bemale, kommt ja nochmal eine Schicht Acrylfarbe drauf und das gibt ja dem Ganzen nochmal eine zusätzliche Klebekraft. Jetzt habe ich noch was Besonderes. Ihr wisst ja, dass ich so gerne mit Naturmaterialien auch arbeite und da habe ich jetzt einfach mal ein bisschen Waldboden. Sowas habe ich auch schon mal gemacht. Ich habe auch mal ein großes Gemälde angefertigt. Da habe ich den Wald gemalt und da habe ich auch wirklich noch echten Waldboden integriert in mein Bild. Und jetzt habe ich Waldboden. Das heißt, das sind Tannennadeln, kleinste Stöckchen. Ich habe hier ein bisschen Moos. Ich tue das jetzt einfach da so rein. Und man kann auch kleine Hölzlein reinbröseln oder sowas. Ja? Also man kann sich selber seine Strukturpaste, seine eigene Strukturpaste kreieren. Und das macht halt wirklich Spaß. Also sowas kann man ja gar nicht kaufen eigentlich, ehrlich gesagt. Wenn ich mir selber meine Sachen, die ich mir vorstelle, mixen kann. Also ich kann alles Mögliche in diesen Acrylbinder reinmachen. Da gibt es ja alle möglichen Sachen. Kleine Sternchen oder ist ja egal, was man sich nur so vorstellen kann. So, jetzt mache ich hier weiter. Und jetzt seht ihr, was ich da hier kreiert habe. Ich stelle mir das halt vor, wenn ich jetzt zum Beispiel ein abstraktes Werk oder aber auch ein semi-abstraktes oder vielleicht sogar auch ein naturrealistisches Werk angefertigt habe. Da habe ich jetzt wirklich sogar ein bisschen Moos noch. Muss ich schön hinkleben, muss mal festdrücken da ein bisschen. Jetzt warten wir, bis der Waldboden klebt sozusagen. Im Grunde ist Acrylbinder, kann man sich vorstellen, wie so ein Klebstoff. Wenn man jetzt halt keine Zeit hat, sich eine Strukturpaste selber anzurühren und man auch keine kaufen will, dann arbeite ich ja in meinen Gemälden ganz oft mit Alufolie, um Struktur zu bekommen. Und zwar, ich nehme dann einfach ein Stück Alufolie, am besten recycelte, und dann knittel ich die so zusammen. Dann seht ihr schon, da ist jetzt eine gewisse Struktur. Das kann man auch noch mal stärker machen, also wie man das eben falten will. Aber ich mache es oft wirklich einfach nur so. Und was kann ich da machen? Ich kann mit Acrylbinder diese Alufolie aufkleben und habe dann auch Struktur. Meistens nehme ich da die glänzende Seite. Da ist ja immer eine mattere und eine glänzende. Aber kann man natürlich auch machen, wie man will. Und dann verteile ich da den Binder. Ich habe ja viele Werke mit Alufolie gemacht. Ich mag das so gern. Warum ich das mache? Es ist eigentlich so, dass ich mit einer Struktur nochmal Tiefe in mein Bild bringen kann. Also eine optische Tiefe natürlich. Also so, jetzt klebe ich das mal auf. Und dann kann man das aufkleben. Das klebt wie ein Kleber, dieser Acrylbinder. Das, wenn ich bemale, habe ich auch Struktur. Wenn ich will, kann ich da auch noch so Falten reinmachen. Das ist auch ganz cool. Also man kann ja so irgendwie nochmal speziell was reinmachen. Und dann, wenn das angeklebt ist, also wenn das klebt, dann ist es ganz, ganz fest. Und dann, wenn man es bemalt, dann ist es wirklich, also es löst sich nie wieder. Ich finde auch ganz ehrlich, dass wenn ich Struktur hier auf mein Bild gleich am Anfang auftrage, dann ist es so, dass ich so in den Flow komme dadurch. Das inspiriert mich. Einfach so eine schöne Struktur und die dann trocknen lassen und so. Es regt meine Fantasie an und ich kann dann viel besser mit meiner Malerei starten, weil ich einfach dann weiß, was ich machen will und nicht vor einer weißen Leinwand stehe und nicht weiß, wo fange ich an und nach Inspiration suche.
Apropos leere Leinwand, wenn ihr auch mal in die Situation kommt, dass ihr einfach nach Inspiration sucht und nicht wisst, wie es weitergeht, dann habe ich für euch ein Buch geschrieben und zwar heißt es Blank und das ist ein digitales Buch und das könnt ihr downloaden. Ist wirklich sehr interessant, viele Tipps, wie man wieder reinkommt in die Malerei und was einen inspiriert und auch einfach ermutigt, nicht aufzugeben. Niemals mit der Kunst aufgeben. Okay, wir machen hier weiter. Und zwar haben wir jetzt die Alufolie. Da wollte ich auch kurz was zeigen. Also zum Beispiel ein Bild von mir, das ich angefertigt habe. Das ist also ein Gebirge. Und hier unten, das ist für mich Eis. Und da habe ich Alufolie drunter gelegt und dann bemalt. Und auch, wenn man da die Struktur sich genauer betrachtet, das schaut wirklich richtig, richtig cool aus. Und die habe ich auch, die Alufolie einfach ein bisschen zusammengeknittert und dann aber auch so Falten reingemacht. Und dann aufgeklebt mit Acrylbinder und bemalt. Und dann auch immer wieder Farbe abgenommen, das mache ich ja oft, Farbe auftragen, Farbe abnehmen und damit man so besondere, schöne, glänzende Effekte hat. Also sowas liebe ich zum Beispiel, habe ich in vielen Bildern bei mir. Also wenn es ganz schnell gehen muss, einfach Alufolie ein bisschen knittern und falten und aufkleben und bemalen. Das ist die schnellste Strukturpaste. Da machen wir hier weiter. Ich wollte euch noch was zeigen. Ich habe mal eine Strukturpaste auch gekauft. Die zeige ich euch jetzt hier nochmal. Die ist auch weiß. Da steht Strukturpaste Universal. Und wenn man sich das dann so anschaut, da kann man jetzt natürlich wieder dick auftragen, dünn auftragen und dann Linien reinziehen oder so, dann ist das auch cool. Aber der Unterschied zu meinem ist jetzt nicht gravierend. Ich hätte hier nur noch ein bisschen mehr vielleicht von diesem Bimsmehl dazugeben können, dann wären die Kanten auch härter gewesen. Die sind hier ein bisschen weicher. Aber wie gesagt, das kann man alles selber kreieren und machen, wie man es will. Das wollte ich euch mal zeigen. Das ist jetzt eine gekaufte Strukturpaste. Und dann habe ich noch was ich auch schon probiert habe und was ich auch ganz gerne als Strukturpaste verwendet habe und das hat man auch oft daheim, aus dem Baumarkt ist es. Das ist Moltofil. So, also wir brauchen hier nur ein kleines Stück. Das ist sehr pastos, pappt aber auch oder klebt aber auch sehr schön auf der Leinwand. Also ich habe es meistens einfach nur so flach gestrichen. Es macht so viel Spaß. Ich würde jetzt hier einfach gleich weitermachen. Ah ja, so ein bisschen rau aufrauen. Seht ihr das? Das ist jetzt dann ganz rau. Das trocknet an und dann kann man es bemalen. Moltofil riecht immer ein bisschen stark. Aber es funktioniert und schaut cool aus. Schaut aber alles cool aus. Es kommt halt drauf an, was ihr machen wollt. Dann wollte ich euch noch was zeigen bzw. ausprobieren. Und zwar habe ich was gelesen. Man kann angeblich mit Holzleim auch eine Strukturpaste machen. Das habe ich aber selber noch nicht ausprobiert. Aber ist eigentlich ganz logisch, weil ein Holzleim ist ja auch so weiß und trocknet dann durchsichtig. So, und wenn ich jetzt da, sagen wir mal, ein bisschen Bimsmehl dazu gebe, das trocknet schön, das ist ganz klar. Ist bestimmt auch eine Strukturpaste. Ich habe jetzt hier ein bisschen rumgesaut, aber das passiert in der Kunst. Dann schaut aus wie so eine Paste, so eine Strukturpaste. Sowas in der Richtung hatte ich auch schon mal gekauft. Die hat auch so ausgeschaut, ehrlich gesagt. Ist auch wieder eine bestimmte Struktur, wenn ich da eben mit meiner Spachtel so reindrücke. Also ich mache jetzt den Versuch mit euch und dann werden wir sehen, ob ich da ganz normal mit Acrylfarbe drüber malen kann. Ich bin schon total gespannt, ehrlich gesagt. Und ich hoffe, ihr auch. So, jetzt haben wir ein bisschen gewartet. Also ich hatte jetzt leider nur so eine Stunde Zeit. Das meiste trocknet auch wirklich in einer Stunde, aber vorsichtshalber sollte man diese Strukturpasten über Nacht trocknen lassen. Dann ist man auf der sichersten Seite. Wenn man aber keine Geduld aufbringen kann, weil man unbedingt starten will zu malen, was ich sehr gut verstehe, nimmt man einen Föhn und föhnt halt. Und da braucht man zwar auch wieder ein bisschen Geduld, aber nach einer Zeit klappt es sehr gut. Also das ist jetzt alles trocken, meine ganzen Strukturpasten. Und dann sehen wir jetzt die verschiedenen Muster. Und da würde ich ganz gern jetzt auch mal mit Farbe drüber gehen. Und wir haben ja gesagt, wir machen zusammen einen Versuch. Und zwar, weil ich das eben auch noch nie ausprobiert habe, Holzleim gemischt mit Bimsmehl und ob das überhaupt funktioniert. Ob man da schön mit Acrylfarbe dann drüber gehen kann. Ich habe hier, das ist diese gekaufte Strukturpaste, die schaut sehr schön aus, die ist so schön weiß und so, aber eigentlich muss sie ja nicht weiß sein, weil normalerweise gehe ich ja noch mehrmals mit Farbe drüber. Das ist meine angerührte Strukturpaste, die ist eben auch mit Bimsmehl, aber ich habe ein bisschen zu viel Binder verwendet. Jetzt ist es also transparenter, aber man kann eigentlich nicht sagen zu viel, also jeder, wie schon ganz oft gesagt, macht es halt wie er will. Das kann man auch pastoser anrühren. Einfach weniger Binder
mehr Bimsmehl. So, und dann ist da dieser Grieß, das ist das mit dem Holzleim gemischt mit Bimsmehl. Das ist Multofil, da ist mein Kaffee. Und da ist Waldboden und da ist meine Alufolie. Also jetzt als erstes Mal so betrachtet, gefallen mir alle sehr gut. Ich finde das auch sehr interessant. Das hat echt geklappt. Ich habe ja gedacht, da ist ein bisschen sehr viel Kaffeesatz hatte ich da verwendet. Das habe ich schon mal ausprobiert, aber mit weniger. Es ist viel Kaffeesatz, aber das klebt schön. Also das klebt fest. Das kann man dann auch einfach übermalen. Das ist Multofil. Das ist ganz aufgeraut, habe ich das ja. Das schaut auch ganz toll aus. Und hier dieser Grieß, das ist mir jetzt so ein bisschen zu viel Steinchen. Das ist zu grob. Und das probiere ich jetzt halt einfach mal alles ein bisschen anzumalen. Nur mal ganz kurz, wie das aussieht. Ich habe jetzt da eine normale Acrylfarbe. Also wir gehen jetzt da mal über den Kaffee drüber. Wow, funktioniert. Durch die Acrylfarbe wird es ja nochmal fixiert. Aber das ist schon wirklich eine coole Struktur. Und sowas macht halt natürlich Spaß. Geht man einfach damit Farbe drüber und kann das dann so bemalen, wie man das will. Das ist Multofil. Das funktioniert auch. Habe ich schon oft ausprobiert. Einfach mit Farbe drüber. Das trocknet dann an. Ist perfekt. Dann natürlich diesen Marmorgrieß. Kann man auch bemalen, ist auch kein Problem. Da wird es jetzt spannend, da probiere ich das. Das ist jetzt zum ersten Mal ausprobiert, Holzleim mit Bimsmehl. Also ehrlich gesagt, fühlt sich das an wie Binder mit Bimsmehl. Also ich denke, das ist, ja, kann man ganz normal drüber malen. Und seht ihr da jetzt, wie die Struktur rauskommt? Also klappt absolut, klappt bei diesen Grieß natürlich wunderbar. Dann habe ich hier Bimsmehl mit Binder. Das habe ich jetzt eben, wie gesagt, sehr transparent gemacht. Aber seht ihr auch, da kommt natürlich die Struktur dann durch. Und die Linien, die ich da drauf gemacht habe. Dann hier, das finde ich so eigentlich sehr ästhetisch. Das gefällt mir total gut. Der Waldboden jetzt hier kann man sicherlich auch bemalen. Tut mir aber fast ein bisschen leid, da drüber zu malen. Weiß auch nicht. Mir hat das Braun so gut gefallen. Bin jetzt ganz dünn drüber, sehr transparent, aber kann man natürlich anmalen, spricht nichts dagegen. Also seht ihr, es geht wunderbar, kann man richtig übermalen, ist auch eine Struktur. Finde ich sehr interessant, gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Und dann die Alufolie. So, die ist halt auch cool, weil da malt man drüber, dann kann man wieder ein bisschen was abnehmen. Das mache ich auch oft mit Küchenkrepp. Also sollen ja auch ein bisschen so glänzende Stellen durchscheinen. Und dann nimmt man eben die Farbe wieder ab und dann geht man mit einer anderen Farbe wieder drüber, dann nimmt man wieder ab und so weiter und so weiter. Aber das geht wunderbar. Kann man auch ganz übermalen. Also dass man gar nichts mehr sieht von dem Silber sozusagen. So, was haben wir dann? Das ist die Strukturpaste, die ich gekauft habe. Die war, universal stand da drauf, was auch immer das heißt. Und ich muss sagen, also ich habe bis jetzt immer mal eine Strukturpaste gekauft. Mich hat bis jetzt keine umgehauen. Also die finde ich jetzt auch ein bisschen langweilig. Aber man sieht natürlich schon was. Und das kann man ja auch dann viel mehr auftragen und so weiter und so fort. Ich denke jetzt mal, für jeden Geschmack ist hier was dabei. Ihr könnt alles ausprobieren. Jetzt muss man das halt dann wieder trocknen lassen, bevor man wieder mit einer anderen Farbe drüber geht, eventuell und. Aber es funktioniert überall. Auch bei diesem Holzleim. Finde ich ganz cool. Cooles Experiment wieder. Jetzt würde mich interessieren, welche Strukturpaste gefällt euch am besten? Vielleicht schreibt ihr mir das in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Und wenn ihr noch mehr zu dem Thema, aber auch zu vielen weiteren Themen in Sachen Kunst was erfahren wollt, ich habe ein Buch geschrieben. Da findet ihr noch ganz viele Tipps, Anleitungen, Techniken. Ich habe auch was über Strukturpasten geschrieben. Also könnt ihr alles nochmal nachlesen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Malen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis bald und tschüss.